Hallo zusammen. Hallo ihr Lieben. Wir sind jetzt hier vor dem TUI Magic Life Candias Maris. Genau. In Heraklion oder auf Kreta. Genau. In der Nähe von Heraklion. In Griechenland. Und wir zeigen euch jetzt mal hier ein bisschen das Hotel, wie es ausschaut, was es so gibt. Genau. Wie immer bei den anderen Videos auch, die ihr vielleicht schon gesehen habt. Unser nächstes TUI Magic Life. Viel Spaß beim Schauen, ja. So, hier seht ihr die Außenumgebung. Hotel liegt halt direkt hier an so einer vielbefahrenen Straße, die direkt nach Heraklion führt. Von außen finde ich es jetzt nicht ganz so schön. Aber also wenn das drumherum. Hotel anfängt, dann sieht es sehr, sehr schön aus. Ja, im Hotel selber werdet ihr entschädigt dafür. Da hinten kann man vielleicht schon ein bisschen das Meer sehen durch die Scheiben. Dann gehen wir mal rein in die Rezeption. Ja, wenn man reinkommt, sieht man sofort das Meer, also ein traumhafter Ausblick. Ja. Die Rezeption. Mal hier filmen. Der Eingangsbereich. Ankunft werden die Koffer auch direkt abgenommen. Genau. Mit so einem Wagen dahin gefahren. Ja, total süß. Die Rezeption. Also müsst ihr nicht weit laufen. Hier gehen wir hier vorne hin. Dann sieht man schon das Meer. Hier ist die Terrasse, wo man sich hinsetzen kann. Ihr habt genau hier in der Richtung Restaurants. Hier ist auch ein Arzt. Der Arzt, ja. Und hier ist auch TUI, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Ausflügen. Genau, dann könnt ihr euch hier melden. Der Arzt ist immer von 10 bis 11 Uhr da, spricht auch Deutsch. Hier habt ihr so Sitzungssäle. Hier seht ihr halt die wunderbar. Da können wir gleich auch mal reingehen. Das ist eigentlich die Hauptbar hier, wo auch abends noch ein bisschen los ist mit einer schönen Terrasse dabei. Vorne ist der Guest Service, das heißt, da könnt ihr auch, es gibt hier verschiedene Restaurants auch, da könnt ihr auch Tische reservieren. Und da bekommt ihr auch Sportequipment für die Sportplätze, die zeigen wir euch gleich noch. Und sonstige Anfragen, die ihr habt, könnt ihr auch da alle richten. So, ihr habt da so ein Aquarium. Das Mittelmeer, so schaut es aus hier, ganz klares Wasser im Meer. Und mit Fische. Genau, und hier seht ihr jetzt die Wunderbar. Da können wir mal reingehen. Die Cocktails. Mach ich mal von hinten hier. Sehr schön. Da ist die große Cocktailbar. Ein Fernseher ist da. Genau, und hier seht ihr die Terrasse, da gehen wir jetzt auch mal hin. So schaut es aus hier auf der Terrasse, der Wunderbar. Genau, mit einem tollen Ausblick auf Swimmingpool und das Meer natürlich und die Berge. Der Ausblick ist wunderbar. Ja, genau. Hier seht ihr schon ein bisschen so die Anlage. Wir gehen gleich auch nochmal runter. Hier ist der Aktivitätenpool. Da hinten auch noch, da ist so Wassercycling. Da hinten habt ihr so einen Fahrradshop. Aber jetzt seht ihr, ist klar, da ist das Meer. Und hier habt ihr die verschiedenen Gebäude. Hier ist das Hauptrestaurant. Magico, oder? Magico. Da können wir nachher mal reinschauen. Hier gibt es das Frühstück, das Mittagessen und das Abendessen. Ja, wirklich tolle Buffets jetzt hier. Ja, sehr viel Auswahl. Auch für Veganer, für Vegetarier. Also hier gibt es links Toiletten direkt und ein kleiner griechischer Souvenirladen. Und rechts könnt ihr auch Autos mieten. Auf der Terrasse habt ihr jetzt hier noch so einen kleinen Spielbereich. Auf der unten, das ist eine Couch und Sofa, das sind hier Billardtische und Airhockey. Ich weiß gar nicht, ist das kostenpflichtig? Nein, glaube ich nicht. Doch, hier 2 Euro per Game steht da. Oh. So, das ist das Restaurant von außen nochmal. Man kann auch schön draußen sitzen, also wenn die Plane auf ist, richtig schön herrliche Luft. Hier ist der Activity Pool. Ja, man hört auch die Musik vielleicht im Hintergrund so ein bisschen. Ja. Hier läuft halt den ganzen Tag Musik, aber noch eine angenehme Lautstärke, finde ich. Das habe ich schon anders erlebt.
Das ist auch die Bar, wo ihr euch Getränke holen könnt. Die Poolbar, da bekommt ihr auch Gläser, aber die dürft ihr halt nur hier, Am Poolbereich. zumindest Stand heute, hier im verwenden. Poolbereich verzehren. Hier seht ihr den Spa-Bereich. Darunter ist der Fitnessstudio, zeigen wir euch gleich noch. Und ihr habt da mal so ein Beispiel für so, ich denke mal, jetzt sind die Ökonomiezimmer. Ja. Die sind da direkt hier am Pool. Habt da ein bisschen Beschallung, aber ich glaube, hinten raus gibt es auch noch welche. Wenn ihr hier vom Pool die Treppe runter geht, dann habt ihr hier geradeaus das Fitnessstudio. Sehr gut ausgestattet und auch die Qualität der Geräte ist wirklich, also wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ja. Ähnlich wie unser Fitnessstudio. Ihr habt da noch so eine kleine Tischtennisplatte. Ich gucke mal, ob ich hier reinfilmen kann, ohne dass wir da Leute drauf haben. Und man das sehen könnt. Ist auch echt sehr groß. Sehr viele Geräte. Das ist hier der Außenbereich vom Restaurant Makiko. Auch relativ groß. Da drin ist es auch nochmal und da drin ist auch wirklich, ja, das ist sehr ordentlich wie ein tolles Restaurant, würde ich fast sagen. Ne? Sehr schick. Ja. Und ihr seht jetzt hier, wartet mal, wir setzen uns mal jetzt hier hin. Ihr sitzt jetzt hier auf diesem Stuhl. Und das ist dann hier euer Blick. Da könnt ihr direkt aufs Meer gucken. Also wirklich toll gemacht hier. Und ihr habt hier ganz viele, also eigentlich auf jedem Platz der Außenterrasse könnt ihr das Meer sehen. Ja, das ist wirklich toll. Überall hier in der Anlage habt ihr auch die Schilder. Hier seht ihr, was hier alles gibt. Snackstation, Pizzastechen, Bogenschießen. Und hier unten ist jetzt Activity Pool, da gehen wir jetzt gleich mal hin. So, hier ist die Handtuchausleihe, da könnt ihr euch Handtücher austauschen, aber eigentlich, wir haben im Zimmer auch immer wieder neue. Ja, jeden Tag kriegen wir neue Handtücher. So, und hier seht ihr, hier ist gerade Wassererobik. Ja, es gibt auch so Wasserfahrräder, die stehen hier vorne, die werden dann wohl ins Wasser gestellt und getrampelt. Also ihr habt den ganzen Tag hier irgendwie Kurse, könnt ihr hier mal anmelden, wenn ihr Sport machen Für wollt. Sportbegeisterte, top hier. Ja, auch für Essbegeisterte. Ja, auf jeden Fall. Und da hinten im Hintergrund, da seht ihr den Snackpoint. Da gehen wir jetzt mal hin. Wir haben hier eine Pizzastation, die ist aber momentan noch nicht auf. Die haben wir hier vorne. Und hier habt ihr noch einen kleinen Supermarkt. Ja. Den haben wir selber auch noch nicht gesehen, deswegen gehen wir jetzt mal dahin. Ne? Ja. Auch geöffnet von 9 bis 21 Uhr. Gucken mal, was es da so gibt. So, hier typische Touristensachen, so Krete, Genau. Handtuch. Kriegt man alles, was man für den Strand Oh, guck mal hier. benötigt. Zeitung. Die Hier ist Bild. jetzt der Shop, Sonnenmilch, wenn ihr irgendwas vergessen habt hier. CD Eis. Naja, das Übliche ist jetzt nicht so interessant. So, auf dem Weg zur Pizzastation, ich weiß nicht, hört ihr das? Hier ist hinten noch die Wassererobik oder wie heißt das? Wasserfitness. Ja. Und wir laufen jetzt zur Pizzastation, nicht Pizzastation. Also entweder Aerobik oder Snackstation. So, da seht ihr die Snackstation, die ist auch noch geschlossen. Kriegt ihr Hamburger, Hotdogs, Pommes. Die ist immer von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Da wir es morgens haben, ist halt noch geschlossen. Und ihr kriegt da echt fette Burger. Ja. Also richtig mit so lecker Zwiebeln dabei, Hotdogs, Pommes, Salate. Soße, ja. Als wenn ich noch schon genug Essen hier gibt, ne? Aber das ist wirklich gut hier. Ja. Und da könnt ihr mitnehmen, zum Beispiel zum... Strand. Ja, und da gehen wir jetzt hin. Ja. Auf dem Weg zum Strand dann, wenn ihr die Pommes aufgegessen habt, dann könnt ihr hier eine Runde Jugendsoccer spielen. Ja, das ist sowas hier, so ein kleiner Fußballplatz. Aber Wie süß ein Kicker, gemacht. könnt ihr euch da vorstellen. Ja, ist ein menschlicher Kicker. Die Leute stehen halt hier an den Stangen und dann ja, darf sie halt nicht bewegen. Ja. Was für die nicht ganz so sportlichen dann. Und dann spielt ihr jetzt Soccer und ihr habt auch immer hier die Zeiten stehen, wann, wie, was los ist. Wir haben jetzt hier im Mai und da finden halt verschiedene Sachen nicht statt, weil zu wenig Leute da sind. Da finden sie eigentlich nicht genug. Man kann zwar hinkommen, aber dann wird das oftmals abgesagt. Jetzt seit 1-2 Tagen ist das Hotel aber ein bisschen voller geworden und ich gehe mal davon aus, dass dann auch mehr die Sachen stattfinden wieder. Und hier überall, muss ich auch nochmal zeigen, Mülltrennung, ja, im ganzen Gelände, da könnt ihr Gläser abstellen und hier könnt ihr den ganzen Müll reinschmeißen, also hier wird auch schon echt auf die Umwelt geachtet. So, hier sind wir da am Strand. Wenn ihr ganz rechts am Strand angekommen seid, findet ihr hier eine Beachbar, wo ihr euch selber bedienen könnt. Oh,
ist Out of Order. Heute Out of Order. Die letzten Tage hat es aber geklappt. Ja. Hier bekommt er Bierchen, ja, und hier Frisch Cola, gezapft. Pepsi. Und Pepsi gibt es hier und das andere sind aber Zitronen, Orangen, sind so einheimische Ja, Getränke. War mir jetzt ein bisschen süß, aber alles okay. Kann man gut zum Radler mixen. Genau. Hier seht ihr, kann man Beachvolleyball spielen. Genau, und hier ist der Strand. Dann gehen wir jetzt mal Richtung Wasser. Genau. So, im Hintergrund seht ihr erstmal das Olympiastadion. Da hinten ist Heraklion. Wenn man da erkennen kann, die ganzen Wasserkran, der da steht. Hier der Sand. Was sagst du dazu? Es ist weich, schön, aber ein bisschen nicht ganz so sauber, wie man sieht. Genau. Dafür ist das Wasser mega sauber. Ja. Also mega türkis, durchsichtig. Ihr seht hier, das Wasser ist richtig klar. Kann man echt bis zum Boden gucken. Und da im Hintergrund habt ihr dann Berge. Wunderschöner Ausblick. So, und die, ich weiß nicht, ob ihr kennen könnt, da hinten, bis dahin, wo die Schirme sind, da geht hier der Strand vom Tour Magic Live. Auf der anderen Seite auch, wo die Schirme waren. Das ist allerdings ein öffentlicher Strand. Das heißt, hier darf jeder hin, nur die Liegen und Schirme dürfen halt die Leute nicht benutzen, die im Hotel sind. Also kann halt sein, dass da auf dem Boden noch andere liegen, aber das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen und ihr habt dahinter ja auch noch eine weite Fläche. Ja, und einen Lifeguard gibt es auch. David Hasselhoff. Mit Pamela Anderson. Hier wollen wir euch mal die Liegen zeigen. Überhaupt hier am Strand. Kennen kann, ihr habt hier so ein kleines Kopfkissen. Ja. Das ist wirklich mega. Auch die Matten selber sind bequem, ne? Die Matten selber sind bequem. Die Handtücher kriegt ihr auch immer aufs Zimmer. Hier der Tisch. Für Getränke. Mit Getränkehalter. Und Schirmhalter. Genau, und hier habt ihr halt den Sonnenschirm. Ihr habt hier am Ende des Strands die Relax Zone. Da könnt ihr euch einfach schön hinlegen, ohne was dafür zu bezahlen. Ja. In manchen Hotels muss man sowas ja bezahlen, hier halt nicht. Genau, wenn er frei ist, kann man sich das Ding holen und da hinstellen. Haben die ja vorhin zum Beispiel auch gemacht, da an der Liege. Haben sich dann noch da so eine Relax-Teil dahingestellt. Direkt hier unten am Strand habt ihr auch eins der 2 Spezialitätenrestaurants. Ist nicht so? Ja. Also Restaurants, wo ihr einmal pro Aufenthalt oder einmal pro Woche pro Aufenthalt? Ich glaube, einmal pro Woche pro Aufenthalt das Restaurant buchen könnt. Hier habt ihr das Restaurant Taverna. Das ist ein griechisches Restaurant. So, hier sind wir jetzt im Restaurant Taverna. Wie ihr seht, überall schon schönes Buffet. Wird gerade vorbereitet. Allerdings für Mittag jetzt. Genau, für Mittagessen. Mittagessen. Weil hier könnt ihr auch mittags essen, was auch so schön ist. Und natürlich alles mit Meerblick. Genau, da hinten habt ihr auch so eine Zapfreihe. Da könnt ihr Wein zapfen, Bier, Cola, Fanta, Wasser, alles Mögliche. Hier links kriegt ihr Kaffee. Und hier habt ihr auch noch so ein, ist jetzt zu hier, so ein Innenbuffet. Da habt ihr Salate und sowas drin. Die nicht warmen Sachen. Hier bekommt ihr Kaffee mit Sand. Das wird irgendwie griechisch zubereitet. Schön gesagt. Und wie gesagt, hier könnt ihr halt reservieren. Einmal pro Aufenthalt pro Woche. Möchte ich mich jetzt aber nicht festlegen, kann auch sein, einmal pro Aufenthalt, ich meine einmal pro Aufenthalt pro Woche. Pro Woche, ja. Und bekommt dann hier griechische Sachen. Zweite Restaurant ist Restaurant Flavor. Das ist gegenüber vom Magico. Das zeigen wir euch nachher später nochmal. So, hier finde ich ganz, ganz viele WCs, was auch sehr gut ist. Hier könnt ihr auch gehen, wenn ihr am Strand liegt, weil das ist direkt am Strand halt. Und das ist die Toilette auch von Taverna. Und sehr sauber. Ja. Alle Toiletten jetzt, ne? Ja. Weil ihr nicht habt hier so ein Tor, wo ihr hinpinkeln müsst. Wie ihr manchmal bei uns in den Gaststätten habt, da habt ihr ja so einen Ball. Ja, du kennst ja nicht als Frau. Nee. Ne? Du musst diesen Ball ins Tor pinkeln. Okay. Soweit habt ihr hier nicht, aber sonst trotzdem macht Spaß hier zu pinkeln. Ja. Und hier finden dann abends Veranstaltungen statt, wie zum Beispiel Kopfhörerparty. Der DJ legt hier auf. Genau, oder Live-Musik. Dann ist hier dieser zu Schuppen, ist dann die Bar, die wird dann geöffnet. Genau. Seht ihr, und ihr habt hier jede Menge Sitzmöglichkeiten.
Und Da sieht der DJ-Pool schon. letztens gab es auch eine Strandparty, war auch super schön. Die war aber unten am Wasser. Am Meer. In diesem Relax-Bereich, den wir euch gerade gezeigt haben. Ja, So, wir nehmen euch jetzt mal mit. Einfach mal so ein paar Eindrücke von der Anlage, Genau. ohne zu sprechen. Und wenn wir gleich zum nächsten Highlight kommen, dann sagen wir wieder was. Und da kommt es schon. War nicht lange still. Hier seht ihr den Relax Pool. Ja, ihr seht dann auch an den Leuten, wie völlig entspannt die da alle liegen. Sind also völlig relaxed, weil die schon seit ein paar Tagen da liegen. Da könnt ihr auf jeden Fall entspannen, da habt ihr keine Musik. wie ihr seht, 33 Grad gerade. Nur unser Gequatsche, wenn er jetzt gerade hier liegt. Genau, da ist eine Thermometeranzeige, Uhrzeit, Datum. Weil man ja auch ziemlich zeitlos lebt jetzt hier im Urlaub. So sollte das auch sein. So, und hier seht ihr halt dann die anderen Gebäude, wir haben euch ja vorhin gezeigt, da waren diese Economy-Zimmer und das sind die, ich weiß nicht, wie sie heißen, auch irgendwelche Deluxe-Zimmer, die haben so ein kleines Whirlpool oben auf den Balkon noch damit. Ja, Hier nochmal ein paar Impressionen der Anlage, auch mit den Blüten, kann ich euch gleich mal zeigen. hier ist das Schwimmbad von außen. Das haben wir bis 18 Uhr geöffnet. Ihr könnt an einem Hallenbad ein bisschen euch austoben. Oder daneben an ist eine Box, eine Boxschule, ein Boxraum. Da hängen so Boxsäcke. Auch da könnt ihr euch eure Aggressionen rauslassen. Hier nochmal die Rückseite und hier einige dieser Zimmer. Die haben hier so einen Pool. Ja, die Leute teilen sich hier mit 3 Zimmern diesen Pool. Und dann gibt es auch welche, die müssen sich mit 5 teilen und mit 7. Hier geht es zum Mountainbike Station. Und im Hintergrund da hinten könnt ihr sehen, das ist eine kleine Kapelle. Total süß gemacht. Und hier jetzt nochmal zu den Blüten, weil wir gerade gesagt haben. Indoor-Pool nochmal von innen. Hier kann man erkennen, auch hier die Liegen, ja, auf Holz liegen mit Auflage. Und alles sehr, sehr sauber. Ja. An alles. Ja. Hier im Hallenbadbereich haben wir hier Sauna und Hammam. Und unten Schauer. Das ist aber trocken hier. So, ihr habt das Amphitheater. Fehlt auch das ganze Programm, Sportprogramm, das jeden Tag stattfindet. Und hier ist halt das Abendprogramm. Heute findet zum Beispiel eine Michael Jackson Show Remember the Time statt. Ja, und da oben sitzt der DJ. Seht ihr, hier sind eigentlich, also bis jetzt waren immer genügend Plätze da. Und auch hier, was ich jetzt noch nicht so gesehen habe in den anderen, da vorne habt ihr echt so eine LED-Wand hinten, wo dann auch die Videos und Effekte und sowas ablaufen. Und hier hinter den Bäumen seht ihr die teuerste Zimmerkategorie, also die hochwertigste. Ihr habt eine kleine Terrasse, ihr habt ja so ein kleines Häuschen und einen eigenen Pool noch dran. Ich weiß gar nicht, wie das ist, Preference Class oder President's Class oder was, ich weiß nicht genau, wie die hießen. Und dann guckt ihr natürlich auch direkt aufs Meer. Vom Swimmingpool aus. Mega schön. Hier nochmal ein Blick. Seht ihr, da habt ihr eigene Pool, eigene Terrasse und
Und hinten könnt ihr aufs Meer gucken. Ihr habt dann die untere Etage, über euch wohnen halt noch andere Leute. Hier ist nochmal die Kapelle von Nah. Hier neben ist die Mountainbike-Station. Rechts daneben habt ihr dann die ganzen Sportanlagen, hier der große Fußballplatz. Aber die zeigen wir euch gleich nochmal von oben. Ja. So, hier seht ihr die ganze Sache von oben. Hier seht ihr die Ecke von der Kapelle nochmal. Hinten ist ein Parkplatz. Also wenn ihr euch einen Leihwagen nehmen wollt, könnt ihr den hier abstellen. Und hier ist der große Sportplatz, Fußballplatz. Da sind aber nicht nur Hotelgäste drauf, soweit ich das erlebt habe. Moment, ich zeige euch mal was. Seht ihr unten den? Mit so einem Teil wäre er auch zum Zimmer gefahren, wenn er weiter weg seid, wenn ihr ankommt. Mit euren Koffern. Aber das ist ein Sportplatz. Hier spielt auch zum Beispiel bei die Tage die Damenmannschaft von OFI Kreta. Also hier sind auch abends gerade auch, glaube ich, einheimische Fußballmannschaften, die da trainieren. Im Hintergrund der blaue, das sind die Paddle-Tennisplätze. Das werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Und ganz hinten habt ihr halt die Tennisplätze. Und davor ist so eine Art Billard, Fußballbillard oder irgendwie sowas. Zumindest da so eine Fläche und dann müsst ihr den Ball so in die Ecken und die Löcher reinschießen. Da ist das Tennishaus. Okay. Übrigens hier in den Gebäuden. Die Leute mit Beeinträchtigungen hier, mit Gehbeeinträchtigungen, Fahrstühle. Dann könnt ihr 2 Etagen laufen. Und ihr habt, genau, überall Desinfektionsspender. Sind überall hier in der Anlage verteilt. So, gehen wir mal in unser Zimmer rein. Wir haben übrigens hier Zimmer 520. Das schönste Zimmer, meiner Meinung nach. Na komm, mach mal auf hier. Der Ganze geht hier über so eine Karte, die ihr da dran haltet. Das war natürlich getürkt, wir haben das schon offen gehabt. So, wenn ihr reinkommt, habt ihr direkt hier so einen Wohnraum oder Wohnzimmer. Der Ganze hat, ich will jetzt nicht falsch sagen, über 50, 58, 57 Quadratmeter. Ist halt eine Suite. Klimaanlagensteuerung habt ihr hier für jeden einzelnen Bereich. Hier habt ihr einmal fürs Wohnzimmer, da vorne auch noch. Hier Kunst. Ja. Ja, und hier seht ihr, wie im Wohnzimmer üblich, ein Sofa. Genau. Und wie bei jedem Wohnzimmer liegt auch der Koffer auf dem Tisch, das habt ihr bestimmt auch so. Aber, und genau. einen großen Fernseher. Und hier unten habt ihr eine Minibar. Da sind halt so ein paar Flaschen drin, Wasser, Fanta Cola, von jedem eins. Übliche. Und hier hast halt Esstisch. Ja, hier ist so ein Essbereich noch. Dann gehen wir mal im Schlafzimmer. Das schaut so aus. Großes Doppelbett, ich meine beim Boxspringbett. Ja. Dann habt ihr hier noch einen Fernseher, einen kleinen, einen Doppeltür- und Spiegelschrank. Mit einem Safe drin? Hier unten habt ihr nochmal einen Schrank, da könnt ihr auch was reinpacken. Da ist die Terrasse, die schauen wir euch gleich, zeigen wir euch gleich mal. Und dann halt hier üblich Steckdosen am Bett, auch jeweils 2 Stück, dass ihr Sachen laden könnt. Und hier auch nochmal Klimasteuerung und da geht es dann ins Badezimmer. Genau. Das schaut so aus hier. Schöne Dusche. Schöne große. Sehr, sehr ordentlich alles hier auch. Toilette. Allerdings, möchte ich euch mal zeigen hier, kein Toilettenpapier, Abfall und Binnen einwerfen. Ja, das darf man jetzt hier nicht. Großes Fenster auch. Großer Spiegel dabei. Und neben der Dusche habt ihr auch noch eine Badewanne hier. Hier unten liegen dann halt immer die Handtücher, auch Strandtücher, obwohl ihr die am Strand tauschen könnt, hatten wir die immer hier. Genau, jetzt jeden Tag haben wir neue bekommen. parat. So, und dann gehen wir mal hier zu dem Prunkstück der ganzen Sache. Und zwar den Ausgang habt ihr vom Schlafzimmer aus und vom Wohnzimmer aus. Genau, und das ist hier die Terrasse. Schaut euch das mal an. Die Riesenterrasse. 2 Liegen und hinten nochmal ein Sofa. Ja, und ich habe nicht so einen Weitwinkel-Zoom drauf, das ist wirklich so groß. Das ist also riesig. Und wenn ihr dann schaut hier, Dieser traumhafte Ausblick. Auf die Berge, aufs Meer und auf die Anlage. da hinten seht ihr den Bereich, den wir euch gezeigt haben, wo abends auch nochmal eine Show ist. Ihr habt hier das Hallenbad nochmal. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, hier unten die Leute haben einen Pool. Die teilen sich den aber mit mehreren Wohnungen. Ich glaube, da kann ich euch aber besser da vorne zeigen. Da kann man es besser sehen. Seht ihr, da sind 3 Wohnungen.
Und die teilen sich halt alle den kleinen Pool da unten. Und die restlichen sind halt ohne Pool. Ich glaube, das müssten eigentlich die Ökonomiezimmer sein. Genau. Durch die Tür da vorne kommt er zum Hauptpool und eigentlich zum Hauptplatz. Ne? Da ist alles Mögliche. Genau. Da kommt er zum Restaurant. Genau, und dann, wie die Anna gerade schon sagte, haben wir halt hier die Tür zum Schlafzimmer und ihr könnt halt hier Kleiderstange. Ihr könnt dann halt hier auf der anderen Seite auch wieder ins Wohnzimmer reingehen. Habt also hier 2 Ausgänge, die ihr nutzen könnt. Genau. Also alles, was das Herz begehrt. So, wir gehen mit euch jetzt mal zum Abendessen und schauen uns mal das Buffet an. Ich versuche das mal ein bisschen festzuhalten. Abends ist der Pool hier auch schön beleuchtet. Mit Farbwechsel. Na, guck mal, das funktioniert. Ja, das war unser kleiner Rundgang hier
durchs TUI Magic Life Candia Maris. Ein langer Name, sonst hatten wir Afrikaner, obwohl Penelope Peach waren ja auch schon 2 Wörter. Ne? Ja, unser Fazit. Ja. Wir waren jetzt schon in verschiedenen TUI-Clubs gewesen. Einen, da haben wir kein Video damals drüber gemacht, das war der TUI Blue auf Djerba, Ja. der auch sehr, sehr schick war. Ja. Warum sage ich das? Hier sind auch sehr schick. Ja. Also ich finde, der steht dem jetzt im Nichts nach, Ja. tatsächlich. Ja. Vielleicht war der TUI Blue noch ein Ticken besser gewesen jetzt, aber vom Zimmer her genauso gut. Nee, vom Zimmer schöner. Findest du schöner? Ja, schöner, weil wir haben hier mehr Blick. Hatten wir damals nicht. Ja, das stimmt, aber wir haben ja auch so ein Riesenzimmer, eine Riesenterrasse. Das stimmt. Ne? Ja. Beim TUI Blue war das Essen noch ein Ticken exklusiver, muss ich sagen. Ne? Ja. Da war halt noch ein bisschen mehr, noch ausgefallenere Sachen oder seltener Sachen. Ja. Aber von den TUI Magic Live Clubs, wo wir bis jetzt waren, ist das meiner Meinung nach vom Club her das Beste. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Der Makel, den es hat, da kann das Hotel nichts für. Wir waren ja vorher in Tunesien gewesen und der Strand ist hier halt bei Weitem nicht so schön und das Meer, wie tatsächlich auf Tunesien ist. Ja. In Tunesien ist, aber dafür haben wir halt hier tatsächlich einen ganz feinen Club, muss ich sagen. Ne? Dafür sind aber die Liegen, finde ich, schöner Ja. als da, weil du hast auch noch ein Kopfkissen dabei und die Liegen sind auch sehr, sehr bequem und man hat wirklich an das kleinste Detail gedacht. Ja, Also deswegen, also vom Club her ist es der beste Club. ja, Von denen, die wir bis jetzt gesehen Das haben. stimmt. Ne? Ihr könnt ja mal die anderen Videos nochmal gucken. Die haben wir ja auch abgedreht da in den TUI Magic Live Clubs. Vom Club her ist es am schönsten. Vom Ja. Strand her war es der schlechteste Strand. Auch wenn der Strand hier nicht schlecht ist. Ihr habt Nee, der ist Sandstrand nicht hier. schlecht. Ne? Ja. Ihr habt dabei, wenn ihr im Wasser geht, so kleine Steinchen und so. ja, aber auch das ist nichts Schlimmes. Nein, aber Also- im Vergleich zu Tunesien, da Im hast du halt ganz Vergleich, weichen klar. Sandstrand überall gehabt. Ja, Ansonsten, wie gesagt, das Essen war sehr gut. Wir waren, ich war direkt begeistert am ersten Tag. Ja, ich hatte noch nie so ein gutes Frühstücksbuffet gesehen, Ja. egal wo ich war jetzt. Egal in welchem Hotel, also nicht nur vom TUI Magic Live jetzt. Und auch von den Mittagsmenüs her. Im Hintergrund haben wir extra jetzt ein bisschen Musik eingespielt. Die üben gerade. Soundcheck. Das ist von dem Animationsteam hier. Die üben gerade, aber ich war jetzt beim Essen gewesen. Es sieht halt so aus, dass wir hier tatsächlich ein sehr, sehr gutes Buffet haben. ja, Ja, ich war schon echt baff, auch so ganz fein angerichtet. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben, so kleine Häppchen dann auch als Ja. Nachtisch. Aber, und das ist tatsächlich so, wir hatten halt hier mit Leuten gesprochen, die länger da waren, es wiederholt sich. Man hat schon jeden Tag das Gleiche. Jetzt aber kann- trotzdem sehr viel Auswahl. Genau, jetzt Von kann man daher natürlich jeden sagen, Tag was anderes ja, essen. wenn man viel Auswahl hat, ist es auch schwierig, immer was anderes zu machen. Ne? Ja. Wenn du alles da hast, was willst du austauschen Ja, ja, eigentlich? eben. Ne? Da kann Aber man ich habe viel noch sehen. nie so viele Varianten an Eiern gesehen. Ob das Spiegelei ist, Rührei mit verschiedenen Gemüse drin oder normale Eier, weich, hart, mittel, gekocht. Oder man kann sich ein Omelett braten lassen. Also unheimlich. Hier gibt es aber auch sehr viel für Sportler. Zum Beispiel gibt es Ei nur aus Eiweiß. Ne? Ja, Also, gab es auch ein Omelett aus Eiweiß. genau. Es ist sehr auf Sportler auch ausgelegt jetzt Ja, hier. Ne? deswegen auch sehr gesundes Essen. Ganz viel für und- Veganer, Vegetarier. Also Ja. ich habe noch nie so viel Auswahl für Veganer Richtig. oder Vegetarier gesehen. Interessiert vielleicht auch den Was einen oder auch so anderen gut jetzt ist, hier. ja klar, weil es gibt ja immer mehr. Die Zimmer sehr, sehr sauber. Ihr habt ja gesehen, jetzt unser Zimmer hier. Mega. Ja, Ja, also von der Terrasse ist echt klasse. ja, Ich bin ja sonst einer, der immer am Strand sitzen muss, aber ich habe hier auch einen Tag gehabt, da bin ich echt hier oben sitzen geblieben, habe mir mehr angeguckt und hatte hier auch einen super Ausblick. Ja, hatte meine Getränke hier. der Ausblick ist wirklich traumhaft. Super, alles prima. Getränke, ja. Also hier gibt es auch wieder so übliche Cocktails. Die Cocktailkarte, Ja. die normale. Und ja, die sind halt okay. Ja, bei den landesüblichen Cocktails ist das halt so, dass man diese Säfte bekommt, die halt sehr, sehr süß sind. Ne? Ne, und ihr habt halt hier diesen, umsonst ist der der einheimische Alkohol. Ja, das heißt, ihr habt hier einen einheimischen Ja. Rum und Whisky. Und das, mir persönlich schmeckt das jetzt nicht so. Wollt ihr die anderen Sachen haben, müsst ihr einen Aufpreis halt. Da müsst ihr die Cocktails halt bezahlen. Was ja auch legitim ist. Ja, Steht ja auch drin so in der Beschreibung. Ne? genau. Also mir haben die Sachen jetzt nicht so gut geschmeckt, muss ich sagen, tatsächlich die Cocktails. Ja. Und ja, aber ansonsten die Weine, auch Cola, doch ihr habt Pepsi. Ja, Ja, falls leider auch gibt es hier den, keine Cola, nur Pepsi. den einen oder anderen interessiert. Oder auf dem Zimmer habt ihr halt, oder an einigen Automaten auch so eine Marke, eine einheimische Marke. Ne? Aber man kann es trinken, es ist alles okay. Ja. Jetzt zum Trinken jetzt so einen kleinen Makel, der jetzt die letzten beiden Tage, ich habt ja gesehen im Video, dieser Getränkeautomat am Strand war kaputt.
Und der blieb dann auch erstmal kaputt. Als Alternative habt ihr unten das Restaurant Taverna, wo ihr Getränke holen könnt. Und da wurde es aber auch mittags abgeschaltet. Das heißt, ab 4, 5 Uhr, keine Ahnung, wann sie das ausgemacht haben, hatte man keine Möglichkeit mehr, unten Getränke zu kriegen am Strand. Ne? Aber dann kann man natürlich noch zum Pool gehen. Aber da gibt es nur Gläser. Genau, aber die man am nicht Pool mitnehmen gibt es darf auch eine, eigentlich. weiß man jetzt nicht, ne, weil das kaputt war. Das weiß man jetzt Gut, nicht. vielleicht haben sie eine Sonderregelung gemacht. Grundsätzlich darf man halt die Gläser nicht mit am Strand nehmen. Ja. Das heißt, man hätte eigentlich nichts gekriegt, aber man hätte so wunderbar hätte sich am Pool setzen müssen. Aber das ist wirklich ein ganz kleiner Makel. Ja. Grundsätzlich auch hier ein mega Sportprogramm. Ja, mega, wirklich. Hier ist rund um die Uhr ständig was. Das Ganze funktioniert, als sei mein Handy nicht hier über die App. Ihr könnt euch also über die App anmelden. TUI Magic Live App. Ja, da gibt's ihr runterladen und dann könnt ihr jeden Tag sehen, was für ein Programm es gibt. Und ihr könnt auch noch buchbare Leistungen machen, wie zum Beispiel das Restaurant Taverna dann buchen. Also ihr müsst dafür nichts bezahlen, aber einfach nur den Sitzplatz buchen. Weil einmal pro Woche hatten wir ja schon gesagt, ne, könnt ihr das Restaurant buchen. Ja, wir haben ein Restaurant Taverna getestet. Ja. War gut gewesen. War sehr gut, War schon andere Kost als da als im Hauptrestaurant. Ich dachte erst, ist es das Gleiche und dann hast du nicht mal die Auswahl wie beim Buffet, aber das ist tatsächlich nicht so. Ihr habt tatsächlich da die Möglichkeit, mal was anderes zu essen. Ne? Und da war auch gut, schön angerichtet und auch echt lecker gemacht. Sah richtig gut aus. Ja, war schon toll. Aber es ist halt schwierig zu reservieren. Über die App ging es jetzt nicht. Genau. Da muss ja tatsächlich Rezeption, obwohl in der App angeboten wird, funktioniert das halt nicht. Ne? Genau. Aber kurz noch zum Hotel, was ich hier auch noch so toll finde, ist, ihr habt hier eine Wäscheleine. Was? Ja, gibt's auch nicht so oft im Zimmer, habe ich noch. Aber das ist doch ein Mini-Ding. Mini-Ding, egal, aber du kannst ja ausziehen. Ach so. Genau, mit Wäscheklammern sogar. Also könnt ihr eure nassen Sachen da aufhängen. Finde ich auch super. Also man hat wirklich an jedes Detail gedacht. Ja, und die Anlage ist, wie gesagt, sehr gepflegt. Jetzt mal hier im Hintergrund hört ihr ja die Musik. Ich hoffe, die ist nicht zu laut, sonst müssen wir das Ganze nochmal machen. Ja. Das Animationsprogramm ist gut. Ist gut, ja. Also das, muss ich sagen, hat mir in den anderen Clubs teilweise auch besser gefallen. Ja. Ne? Im Gegensatz zum Sportprogramm, das ist hier mit der Beste. Muss ich sagen, da war nur im Für Blue war es so gut gewesen. Ja, sonst war das der Beste. Ja. Animationsprogramm ist halt okay hier. Ihr habt ja, wenn ihr in den TUI Magic Live Club sind, oft die gleichen Shows. Hier gab es zum Beispiel Michael Jackson Show, Remember the Time heißt sie, die gab es letztes Jahr auch schon. Und da habt ihr immer ähnlich, halt mit anderen Künstlern hier. Und die war letztes Jahr viel besser gewesen als jetzt dieses Jahr. Ja, die haben wir uns gestern angeguckt. Es war nicht schlecht hier, aber wenn wir jetzt die anderen gesehen haben, dagegen war es einfach schlecht gewesen. Ja. Ist halt so. Richtig. Ihr habt dann meist so eine Stunde eine Show immer im Amphitheater und anschließend habt ihr unten am Strand so einen Bereich. Da wird dann halt nochmal bis um 23.55 Uhr, maximal 0 Uhr und dann ist wirklich Schluss hier. Ende. Ja, dann habt ihr hier nichts mehr, dann geht's in die Haia. Im Sommer soll es wohl eine Disco auch geben, innen drin, wo es dann innen drin weitergeht. Aber jetzt, wir sind jetzt im Mai hier, da ist wirklich um 12 Uhr Schicht, was mir persönlich auch gereicht hat. Ich habe aber Leute hier getroffen, mit denen gesprochen, die wollten halt gerne abends noch ein bisschen feiern und tanzen und die fanden das halt nicht so gut, die ganze Sache. Ja. Ich finde es nicht schlimm persönlich, mir hat es soweit gereicht. Ja, aber ich glaube für Jüngere, die würden sich wahrscheinlich Naja, wir haben ja hier einen U16-Club. Ja, aber... Ne? Adults only. Ja, aber auch für die 25-Jährigen, ne? Ja. Ja, dann auch feiern. Genau, das ist auch noch das Personal. Ist sehr nett. Ja, sehr nett und sehr freundlich. Sehr hilfsbereit und steht euch für jede Frage zur Verfügung. Die Reinigungskräfte sind auch gut. Ja, die sind gut, ja. Und wie schon gesagt, ihr habt hier einen Arzt, der kommt halt mehrmals die Woche oder täglich, weiß nicht, von 10 bis 11 ist der hier. Von Montag bis Freitag, der spricht von Deutsch, 10 bis 11. Hat auch in Deutschland studiert, glaube ich sogar. Also gerade für die deutschen Gäste Englisch. hier. Ja, da könnt ihr euch auch in Sicherheit fühlen. Ja, genau. Getränke gibt es tatsächlich rund um die Uhr. Und jetzt wird ja gesagt, Essen auch rund um die Uhr. Ja, ihr kriegt hinterher in der Wunderbar, liegen fertige Baguettes dann nachts. Wer überhaupt noch Hunger hat bei der ganzen Fresserei hier. Das ist ja wirklich schon sehr viel. Und nachmittags Essen, auch noch Krebs und so. Ne? Ja, da gibt es auch. Aber geht darum wegen nachts jetzt, wenn jemand noch Hunger hat. Ach so, ja, dann könnt ihr halt dann da auch noch was essen. Dann könnt ihr euch da so ein fertiges Baguette mit Mozzarella, Tomate oder irgendwie sowas rausholen. Ja. Aber das Essen ist von der Qualität sehr, sehr gut. Ja, ist es. Also ich habe auch kaum was gegessen, was mir wirklich überhaupt nicht geschmeckt hat. Und wir haben alles hier vertragen, ne? Wir haben eigentlich ein bisschen empfindliche Magen und so, aber ich muss sagen, hier war echt super, ja. Hygiene ist top. Wie gesagt, überall Desinfektionsspender und auch im Restaurant, das Essen ist einfach super sauber und
richtig gut. Zu guter Letzt nur das, was eigentlich am Anfang kommt. Genau, die Anreise zum Hotel. Also man braucht so 10 bis 15 Minuten, je nach Verkehrslage, aber man ist auch super schnell da. Also das war jetzt das erste Hotel, was angefahren wurde vom Bus her und das war schon klasse. Ja, war wirklich gut, muss ich auch sagen. Also ihr seid relativ fix hier. Man kann zur Not auch ein Taxi nehmen. Ne, der kostet auch, ich glaube, 14 Euro oder was, oder 15 Euro, irgendwie sowas. Was wir jetzt nicht gemacht haben, wir wollten erst einen Leihwagen nehmen. Die gibt es halt hier in unterschiedlichen Preisen. Ich glaube, jetzt zu der Zeit im Mai war echt die Woche für 66 Euro. Über Check24 jetzt bis zu, was weiß ich wo, so ein Kleinwagen. Man sollte da aber aufpassen, hat man uns gesagt, weil da gibt es auch schwarze Schafe dabei. Und genau, da finde ich auch nochmal wichtig, obwohl wir keinen Leihwagen genommen haben, wenn ihr mal so lest, die Bewertung, es ist so, dass ihr, wenn ihr euch hier einen Leihwagen nehmt, der nur versichert ist, wenn ihr über befestigte Straßen fahrt. Genau. Und da haben schon einige halt ihr böses Wunder erlebt. Es gibt hier so einen schönen Strand irgendwie in der Nähe und der ist halt nicht über eine befestigte Straße, sondern ihr fahrt halt von der Straße ab und fahrt dann halt über so einen Holperweg, wie oft ist zum Strand her. Genau. Und die mussten dann halt richtig nachbezahlen. Die mussten Strafe zahlen hinterher, denn ihr werdet getrackt in dem Auto. So wurde zumindest gesagt, oder GPS, so ist es hier. Genau. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Anbieter so ist, aber das habt ihr halt bei einigen hier. Aber als Alternative, wenn ihr jetzt keinen Leihwagen nehmt, habt ihr direkt vor der Haustür eine Haltestelle mit einem Bus. Da könnt ihr halt auch nach Heraklion fahren. Oder es gibt dieses Bus. Hop-on, Hop-off-Bus. Genau, der hält direkt hier vor der Tür tatsächlich. Und der kostet 15, 16 Euro, irgendwie was. Würden wir euch auf jeden Fall auch empfehlen. Da kommt er sogar bis nach Knossos hoch. Ja. Da gibt es 2 Stück, die da sich kreuzen. Ihr habt da deutsche Kopfhörer. Zieht er auf, habt ihr auch Erklärung. In Knossos selber habt ihr dann halt keine Erklärung. Ne? Da müsst ihr halt so ein bisschen abwägen, ob er das wirklich macht. Aber auf der Fahrt, ihr bekommt alles erklärt. Ich habe schon zu Anna gesagt, wir haben ja so einen gebuchten Ausflug gemacht. Ja. Den haben wir über so eine App gebucht und in Heraklion hätte ich lieber diesen Hop-on-Hop-off-Bus, glaube ich, gemacht, weil, oder es zwar nicht viel zu sehen gab, aber die ist echt da nur 4 Stationen. Also ich glaube, mit diesem Bus siehst du einfach mehr. Da hörst du mehr. Ja, allerdings hast du in Knossos keine Führung. Nee, jetzt weiß ich aber nicht, ob bei Knossos vor der Tür auch Führer stehen. Vielleicht kannst du sowas buchen kann natürlich zusätzlich. Sein. Ja. Gut. Ja. Genau. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr schon mal wart, hier, welche Eindrücke hattet ihr? Schreibt mal gerne in den Kommentare rein. Genau. Also Fazit, ich würde es definitiv empfehlen. Ich auch. Top Hotel. Ja, wirklich gutes Hotel. Gerade im Mai jetzt war es wirklich gut gewesen. Hat uns Spaß gemacht. Ja. Dann weiterhin schönes Reisen und bis bald. Und schönen Urlaub. Tschüss.